Hallo allerseits und willkommen zum dritten Teil dieses Bauberichts. Dieses Mal werden wir uns hauptsächlich mit der Alterung von diesem Modell beschäftigen. Vorher haben wir ja schon Wash aufgetragen und das Modell auch schon ein bisschen mit aufgehellter Grundfarbe trocken gemalt, um erhabene Details zu betonen, zum Beispiel Nieten oder Kanten. Und jetzt brauchen wir ein paar Lackschäden. Hierzu habe ich ein bisschen Matt 9 Anthrazit und Matt 91 Eisen vermischt. Das ist relativ trocken, die Farbe, wie ihr seht. Und da nehme ich jetzt ein bisschen Farbe mit dem Q-Tip auf und tupfe das ein bisschen so an den Ecken und Kanten des Modells auf. Vorzüglich an Stellen, wo der Lack eben etwas mehr leidet, zum Beispiel wenn die Besatzung da oft drüber läuft oder hier an den Schutzflächen das irgendwo streift. Ja, dann leidet der Lack doch ziemlich, wird beansprucht und platzt dann auch gern mal ab. Dabei sollte man eigentlich so willkürlich vorgehen, wie es nur irgendwie geht. Also nicht lang überlegen, einfach mal wahllos drauf lostupfen. Muss ich dabei ein bisschen Zeit lassen und man soll es auch nicht übertreiben. Lieber ein bisschen weniger als zu viel. Das ist immer meine Devise. Eine Sache, die ich auch noch sehr gern mache an Panzermodellen, ist Trockenmalen mit Eisenfarbe. Hier habe ich wieder Matt 91 und einen ziemlich großen weichen Pinsel. Und ihr seht, der ist so trocken, da geht schon fast keine Farbe mehr ab. Dann ist es genau richtig. Und dann behandle ich das ganze Modell damit. Und das werdet ihr natürlich jetzt mit der Kamera nicht sehen, aber wenn ihr das ausprobiert, seht ihr, dass ganz wenig von der Farbe sich praktisch auf der Oberfläche anlagert und es dann so einen leichten metallischen Glanz gibt. Und ich finde, das sieht sehr gut aus und gibt dem Modell richtig Gewicht, wenn man das betrachtet. Man denkt dann wirklich, es wäre aus Metall, weil es eben diese Oberfläche hat, dieses leichte Glänzen. So, als nächstes kümmern wir uns um die Rostdefekte. Fangen wir mal mit dem Auspufftopf an. Dazu nehme ich jetzt mal so als Bindemittel für die Rostpigmente, die wir dann auftragen, vom MIG Light Rust Effects. Das ist sehr dünnflüssig, das trage ich jetzt mal so ein bisschen auf hier. Überall, wo eben grober Rost sitzen soll. Ja, so in etwa. Und dann kommen von Vallejo Burnt Iron Oxide und Burnt Sienna zum Einsatz. Eine Rostton ist ein bisschen heller, der andere ein bisschen dunkler. Einfach für die Variation. Wir starten mit dem dunklen. Nimmt man ein paar Pigmente auf und stäubt die so ein bisschen auf die Oberfläche. Sollte vermeiden, dass viel daneben geht, weil das färbt dann auch natürlich ab, wenn man das wegwischen will, was ein bisschen blöd aussieht. Aber ich finde, die Pigmente von Vallejo sind da sehr gut geeignet, weil die nicht so stark abfärben wie die MIG-Pigmente.
Also die vergeben einem doch ziemlich viel, wenn man mal Mist baut. So, jetzt kommen die helleren Töne. Ja. Braucht man natürlich noch ein bisschen Ruß von den Abgasen, die hier aus dem Rohr kommen, nämlich auch von Vallejo. Hier heißt es Natural Iron Oxide. Und tupft es hier auch noch drauf. Das darf auch gerne umgebende Teile dunkel färben, weil das rußige Abgas verbreitet sich ja doch in so einer Wolke. Das ist eigentlich kein Problem. Gut, jetzt können wir uns den etwas leichteren Rosteffekten zuwenden. Diesmal nehmen wir Light Rust Effects von MIG pur. Wir tragen das mit einem sehr feinen Pinsel auf. Da muss man sehr vorsichtig sein, das kann nämlich sonst ziemlich hässlich aussehen. Und man macht dann hier so feine Linien. Sind auch nur ganz wenige. Man kann es da leicht übertreiben und das sieht nicht so toll aus. Diese Verlaufsspuren entstehen dadurch, dass eben blankes Metall offen liegt und bei Regen dann nach unten ausgewaschen wird. Also zumindest das Oxid. So, als nächstes kümmern wir uns um die Verschmutzungen am Panzer. Habe ich mir jetzt mal ein paar Pigmente zurechtgelegt. Russian Earth, Dry Matte und Dark Matte. Und wir fangen jetzt mal mit den dunkleren Tönen an. Und als Fixer für die Pigmente verwende ich jetzt einfach mal ein bisschen Holzleim. Nämlich hier so einen groben alten Pinsel und schmier mal die Bereiche, wo die Pigmente halt stärker haften sollen, ein bisschen ein. Also es soll nicht decken, einfach nur ein bisschen betupfen. Das Entscheidende finde ich für eine überzeugende Alterung mit Schlammpigmenten ist, dass man eben die Grundfarbe vom Panzer noch sieht, dass es nicht komplett zugekleistert ist. Das sieht nicht so toll aus. Und wie immer, weniger ist mehr. So, ihr seht, ich habe jetzt mal einen Großteil von dem Fahrwerk mit dem Holzkleber behandelt. Und jetzt nehme ich einen anderen alten Pinsel, ein bisschen einen größeren, nehme ein paar Pigmente auf und stäube die so ein bisschen auf die Oberfläche. Und die werden da ziemlich gut kleben bleiben. Und wieder gilt, wirklich ganz sachte zu arbeiten. Nicht so eine Riesensauerei veranstalten. Nur ein paar Pigmente sollen haften bleiben. Muss ich natürlich auch mal vor Augen halten, wo der Dreck eher haften bleibt
und sich ansammelt und an welchen Teilen der eher verschwindet. Das sieht man sich am besten ein paar Referenzbilder dazu an, um da ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. So, jetzt trage ich den nächst helleren Farbton auf, und zwar Dark Matte. Wieder gilt ganz sachte vorgehen und ja, es eben nicht übertreiben. So, und zum Schluss noch ein bisschen Dry Matte, vor allem an offenliegenden Teilen, wo das eben eher trocknen kann, und ja, die hinteren Fahrwerksteile wie die Federn oder so, die lassen wir dunkel. So, und wenn man das jetzt so am ganzen Modell macht, bekommt man eine doch recht überzeugende Alterung hin. So, zu guter Letzt staube ich das restliche Modell auch noch leicht ein. Dazu nehme ich einen relativ großen weichen Pinsel und ein paar hellere Staubpigmente und bürste die so aufs Modell auf. Später, wenn wir dann wollen, können wir noch eine Schicht Klarlack drüber sprühen und dann werden die Pigmente einigermaßen gut festgehalten. Man sollte halt nicht zu viel anfassen später, sonst greifen die sich natürlich ab. Gut, jetzt werde ich aber noch was Neues ausprobieren. Und zwar habe ich hier ein bisschen Glanzlack. Und wenn ich da jetzt noch ein paar Tropfen in die Pigmente praktisch reinschmiere, dann sollte das so einen nassen Effekt begeben, weil dann praktisch der Schlamm ein bisschen glänzt und das Ganze wirkt, wie wenn eben noch ein paar Schlammspritze noch nicht frisch wären, und ich denke, das sieht ziemlich interessant aus. Ich mache das jetzt mal ganz vorsichtig und schaue, wie es aussieht, ob mir der Effekt gefällt und ja, ob ich dann vielleicht gegebenenfalls noch was verbessere, um das dann irgendwann auch mal zur Perfektion zu bringen.